Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, diesmal gehen wir mal einen Tipp aus der Community nach, und zwar gucken wir uns heute mal das Projekt Blockmesh an. Das ist relativ neu und wir haben mehrere Hinweise darauf bekommen, also direkt aus der Community und bei Twitter etc., dass es Blockmesh jetzt gibt. Und deswegen schauen wir uns das an, und vielleicht ist es auch das, vielleicht ist es halt eben auch was für euch, ich weiß es nicht. Es ist eine Chrome Extension, läuft halt dementsprechend auch auf Mini-PCs. Von daher ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant, und auf dem Crank Hotspot läuft es auch als App, also das ist schon mal vom Vorteil. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurzer Hinweis noch: Wir haben ja eine Telegram-Gruppe, cryptostars.io bzw. cryptostars.tg ist der Name davon. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommt einfach mit rein, diskutiert mit anderen mit. Wir sehen jetzt schon 105 Members da drin. Das heißt, es wird jeden Tag über diverse Themen diskutiert, was zum Beispiel im Deepin-Bereich ist. Also zum Beispiel Helium ist ein Thema, Crank ist ein Thema. Wir haben auch die ganzen Mining-Geschichten als Thema, Bitcoin-Mining und so weiter und so fort. Das heißt, das Themengebiet ist relativ groß. Kommt einfach rein, kommt dazu und ja, diskutiert mit anderen, die quasi die gleichen Themen auf dem Schirm haben wie ihr, also die quasi am gleichen Thema interessiert sind wie ihr. Gut, genug gelabert, was unsere Telegram-Gruppe angeht. Und zwar Blockmesh ist die Website blockmesh.xyz. Das heißt, die Seite ist sehr, ich sag's mal so, spartanisch gehalten. Das heißt, hier ist nicht wirklich viel zu sehen. Ihr seht halt eben nur Install to Earn, das heißt installieren und verdienen, Profit from your idle Internet. Das heißt, die nicht gebrauchte Bandbreite. Damit könnt ihr hier sozusagen irgendwann mal Geld verdienen. Aktuell ist das Projekt noch im Test sozusagen. Also es ist noch nicht, also live schon an und für sich. Also die Funktionalität ist da. Und man kann damit halt eben noch nicht wirklich was verdienen. Ja, ich hatte es eben schon angerissen, es ist eine Chrome-Extension. Das bedeutet, wenn ihr hier drauf klickt, dann könnt ihr euch die Chrome-Extension wieder zum Beispiel Google Chrome runterladen. Seht ihr hier, schon 20.000 Leute haben das getan. Das heißt, ihr würdet jetzt Google Chrome auf Hinzufügen klicken, dann ladet ihr euch die Extension sozusagen runter. Dann ist sie schon mal drauf. Ich hatte sie eben schon angerissen, ist natürlich auch kompatibel mit einem Mini-PC. Das bedeutet, alle, die zum Beispiel einen Mini-PC am Laufen haben, haben die Möglichkeit, die Blockmesh Browser Extension zu nutzen. Alternativ, wer hat, kann das Ganze auch über den Crank Hotspot laufen lassen. Das bedeutet, hier Blockmesh draufklicken, Account erstellen bei Blockmesh, und schon geht es letztendlich los. Bevor wir mehr ins Detail reingehen, hier nochmal ganz kurz die Information, wie ihr an den Account rankommt. Das heißt, ihr geht hier auf Dashboard, und ich habe ja noch keinen Account. Das heißt, wenn ihr quasi neu seid in diesem Thema, geht ihr hier auf Register, und hier habt ihr die Möglichkeit E-Mail, Passwortbestätigung, Invite-Code. Für alle, die jetzt schon im Blockmesh dabei sind, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euren Invite-Code hier in die Videobeschreibung mit reinzupacken. Ich denke, es gibt dann nochmal eine extra Belohnung, wenn ihr jemanden werbt. Das heißt, auch ein Referral bzw. Invite-Code. Packt den in die Videobeschreibung unten rein, damit andere, die das Video sehen, euren Invite-Code benutzen können, um sich bei Blockmesh zu registrieren. Ja, da kriegt man halt eben auch ein bisschen Traffic für euch mit dazu. Und ja, wie gesagt, packt auch einen Invite-Code in die Videobeschreibung unten rein, und alle, die neu sind, sucht euch aus der Videobeschreibung Invite-Code raus. So unterstützen wir uns gegenseitig, was das Projekt Blockmesh angeht. Ja, ansonsten, wir gucken einfach mal bei Read More, weil hier gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu sehen. Ihr seht jetzt quasi hier das Gitbook quasi, also quasi so eine Art Wiki, was man anlegen kann, wo das erklärt wird. Auch hier auf der ersten Seite ist erstmal nicht viel zu sehen. Wir übersetzen uns das Ganze mal in Deutsch, weil die viele von euch sind halt eben deutschsprachig, sage ich jetzt mal. Hier wird nochmal erklärt: Willkommen bei Blockmesh, ein innovatives, offenes, sicheres Netzwerk, mit dem Sie Ihre überschüssige Bandbreite ganz einfach monetarisieren können. Also es ist wieder so eine Art Bandwidth-Sharing. Bitte informiert euch da auch nochmal zusätzlich selbst, was das Thema angeht, weil Bandbreite bzw. eure IP-Adresse, eure Internetverbindung wird genutzt. Ist immer in Deutschland ein bisschen schwierig, was das Thema angeht. Ja, also wie gesagt, bitte do your own research, informiert euch da bitte nochmal selbst. Ja, es bietet Ihnen eine großartige Gelegenheit, passiv zu profitieren, an der vordersten Front KI-Datensicht des Online-Datenschutz, Open-Source, Blockchain-Branche mitzuwirken. Das heißt, im Grundprinzip ist Blockmesh auch gleichzeitig so eine Art Crest. Das heißt, wo Daten aus dem Internet gefetcht werden und halt eben damit künstliche Intelligenz, also Machine Learning und sowas bereitgestellt werden.
Ja, darum geht es halt eben im Groben und Ganzen. Ja, und ihr könnt halt eben selbst entscheiden, ob ihr bei Blockmesh mitmacht oder nicht. Ich kann euch auch aktuell noch nicht sagen, was letztendlich bei rumkommt. Ich meine, bei solchen Geschichten ist es halt eben immer so, da machen zigtausende mit, wenn der Token rausgehauen wird, dann bleibt in der Regel nicht viel, aber ich meine, dafür, dass es nichts kostet, ist es okay, und wenn man mehrere Projekte davon am Laufen hat, dann lohnt es sich vielleicht auch irgendwann. Aber ich möchte euch da nichts versprechen. Ja, was ist Blockmesh? Hier wird es nochmal erklärt, was Blockmesh ist. Das heißt, die Bandbreite von euch wird letztendlich genutzt, um halt eben zum Beispiel Daten aus dem Internet abzurufen. Hier geht es halt eben auch darum, dass durch eure IP-Adresse, wenn zum Beispiel Marktdaten abgerufen werden, dann kriegt man natürlich über eine deutsche Internetverbindung, deutsche IP-Adresse eine ganz andere Auskunft, wie wenn du jetzt über, keine Ahnung, über Polen, jetzt nur so als Beispiel reinkommt. Ja, von daher ist es halt eben wichtig, das global aufzubauen. Ja, genau. Warum, hier wird auch nochmal erklärt, die drei Grundsätze, wieso, weshalb, warum, also wozu die Daten ja so, beziehungsweise benutzt werden. Das eine ist zum Beispiel das KI-Training, ist klar wegen den Datenmengen, das hatte ich ja vorhin schon erklärt. Das ist auch von Grass so das Hauptkerngeschäft, sage ich jetzt mal. Und das ist halt eben so, dass die KIs viele Informationen brauchen, die aus dem Internet geholt werden. Das heißt, sie brauchen viele Peers, wo halt eben das Ganze abgerufen werden kann. Genau, hier zum Beispiel Abruf von Datensätzen, das heißt, dass halt Datensätzen abgerufen werden. Das ist auch ein ganz, ganz normaler Prozess. Und hier auch nochmal Datenschutz, also das heißt, es ist relativ in Anführungsstrichen sicher, möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre der falsche Begriff dafür. Ähm, Es ist halt eben immer ein gewisses Restrisiko dabei. Wir sind ja in Deutschland, das dürfen wir nicht vergessen. Von daher immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, ist das sicher privat? Blockmesh ist in Open Source und kann jederzeit von jeder Person überprüft werden. Das Hinzufügen, wo Code anderen erwarten dann verwendet wird, daher angezeigt gekennzeichnet ist. Darüber hinaus möchte Blockmesh sowohl Kunden als auch Anbieter stärken, ihnen etwas ohne ihre Zustimmung zu verkaufen. Ist ein Nettoverlust, wir sind nicht auf kurzfristige Gewinne aus. Das heißt, hier sagen sie auch dementsprechend, okay, es soll eine langfristige Geschichte werden. Das bedeutet, ihr bietet mit eurer Extension den Traffic an und Blockmesh verkauft das dann sozusagen. So funktioniert aber im Grundprinzip. So funktionieren die ganzen Bandwidth-Sharing-Geschichten. Also das ist jetzt auch nichts Neues, nichts Weltbewegendes sozusagen. Ja, dann haben wir hier noch das Light Paper. Hier im Light Paper wird halt eben das Ganze auch nochmal etwas ausführlicher erklärt. Hier haben wir ja nochmal das Thema überschüssige Internetbandbreite zu monetarisieren. Ja, das heißt, hier wird es halt eben auch nochmal sozusagen erklärt. Es gibt hier auch dementsprechend auch mal eine Einführung, wozu das Ganze da ist, also KI-Labore und Daten, also künstliche Intelligenz. Da ist halt eben scheint das Kerngeschäft zu sein. Hier haben sie das Problem Anwendungsfälle. Hier wird zum Beispiel nochmal erklärt, die Anwendungsfälle für Blockmesh, KI-Training, Information zur Konkurrenz. Das ist so, das hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Unternehmen nutzen zum Beispiel solche Anbieter wie Honeygain, kennt ihr sicherlich auch, um gewisse Seiten abzucrawlen. Das heißt, die Seiten werden durchsucht. Und es ist so, wenn ihr zum Beispiel mit einer deutschen IP-Adresse zu Netflix geht, habt ihr ganz andere Preise, wie wenn ihr, keine Ahnung, mit einer französischen IP-Adresse zu Netflix geht. Da sind die Preise anders. Und wenn ihr zum Beispiel mit einer türkischen IP-Adresse zu Netflix geht, zahlt ihr nur noch die Hälfte. Und darum, also so ungefähr ist das. Ja. Und da werden halt eben auch die Daten genutzt, für Webcrawling, für Scraping und so weiter. Ja, also wie gesagt, die Anwendungsfälle sind halt eben da, die sind präsent und ja, so funktioniert es letztendlich auch. Hier wird nochmal ganz kurz die Tokenökonomie erklärt. Also ihr seht hier, Bmesh wird halt eben der Token sein. Den gibt es ja aktuell noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Transaktionen, Bmesh, Nutzung von Proxy-VPN-Dienste. Das heißt, jemand zahlt zum Beispiel 20 Bmesh für 1 Gig Traffic und ihr kriegt halt eben auch einen Teil davon ab. Also staken müsst ihr nicht, steht hier auch nochmal da. Also letztendlich ist halt eben so, dass Bmesh die Währung sein wird oder Bmesh, je nachdem, wie man es ausdrücken mag. Ja, und so weiter und so fort. Guckt es euch einfach mal an. Es wird hier im Grundprinzip alles nochmal aufgelistet auf dem Docs sozusagen. Ihr seht hier Linux Mac Version,
Windows-Version wird es dann wahrscheinlich auch nochmal neben der Browser-Extension nochmal eine Note oder sowas geben. Ihr seht hier, was alles noch kommen soll, kommen wird. Also das Projekt ist relativ noch in den Kinderschuhen, wie es so schön heißt. Hier seht ihr auch nochmal die Seite dementsprechend von Twitter dazu. Haben auch mittlerweile über 5000 Follower. Haben auch schon den ein oder anderen Contest letztendlich gewonnen für das Netzwerk bzw. das System. Ja, von daher kann das eine Möglichkeit sein. Aber wie gesagt, ein gewisses Risiko wegen Bandbreitensharing habt ihr da immer. Ja, wie gesagt, Seite ist blockmesh.xyz. Hier über den Dashboard-Button könnt ihr euch registrieren. Wer schon registriert ist, kann gern seinen Invite-Code in die Kommentarsektion unten reinpacken. Und wenn ihr neu seid, was Blockmesh angeht, schnappt euch einen Invite-Code aus der Kommentarsektion unter diesem Video. So unterstützt ihr euch gegenseitig, was das angeht. Und so kommen auch ein paar mehr Rewards für euch dann letztendlich auch bei rum. Ja, das war's von mir zum Thema Blockmesh. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch was, bis die Tage. Bis später. Ciao.